Herzlich willkommen bei einer neuen Türkei-Aktuell-Folge. Wir sprechen heute über die Frage, welchen Einfluss hat die Präsidentschaftswahl in der Türkei demnächst auf die globalen Beziehungen. Dazu begrüßen wir für heute Gazi Ateş, Journalist. Wir freuen uns ganz herzlich, dass du heute bei uns bist. Gazi abi, sage ich, abi heißt Bruder. Wir kennen uns schon ziemlich lange und ich bin total glücklich darüber, dass wir heute diesen Austausch miteinander wieder haben und unsere Zuhörerinnen über interessante Eckpunkte zu den letzten Entwicklungen in der Türkei auch informieren können. Herzlich willkommen, Gazi abi. Danke sehr. Auch ich freue mich, dass wir das jetzt mal gemeinsam machen und ein bisschen versuchen, Informationen und Klarheit über die sehr komplizierten Entwicklungen in der Türkei zu geben. Genau, also wir haben uns wieder eine Dreiviertelstunde vorgenommen und um nicht sehr viel Zeit zu verlieren, möchte ich gleich mit der ersten Frage loslegen. Gazi abi, wie liest du und interpretierst du zunächst einmal ganz allgemein, vielleicht nur mit ein paar Eckpunkten, die letzten politischen Entwicklungen rund um die, also in und rund um die Türkei hinblicklich der Wahlkampfzeit aktuell? Ja, also was wir zurzeit in der Türkei haben, ist seit einiger Zeit, befindet sich die Türkei im Wahlmodus. Und was wir dort haben, ist einfach eine Situation, wo die regierende Partei AKP und der Staatspräsident die Politikgestaltung auf verschiedenen Bereichen, sei es Wirtschaft, sei es Außenpolitik, sei es Innenpolitik, so gestaltet, dass sie alle auf die Wahlen fixiert sind. Man hat sich voll auf die Wahlen konzentriert und alles wird in Gang gesetzt, damit ein Resultat kommt, wodurch dann der Erdogan wieder Staatspräsident wird und dieses Präsidialamtssystem erhalten wird. Und diese Bestrebungen können wir ganz kurz so fassen. Wie schon gesagt, das ist eine ganz breite Palette. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem wirtschaftlichen Bereich. Da setzt die Regierung eine unkonventionelle Politik ein, die mit den internationalen neoliberalen Politiken, Wirtschaftspolitiken nicht direkt entsprechen, während viele Zentralbanken zurzeit die Leitzinsen erhöhen, wird das in der Türkei gesenkt, weil die Regierung sich für Wachstum entschieden hat in dieser kurzen Phase. Man setzt alles dran, damit die industrielle Produktion forciert wird, damit die Exporte steigen, damit es nicht zu großen Massenentlassungen kommt. Und dafür nimmt man in Kauf, dass die Leistungsbilanzdefizit der Türkei immer mehr astronomische Ausmaße einnimmt. Denn man muss bedenken, die türkische Wirtschaft exportiert sehr stark, vor allen Dingen in den europäischen Markt. Aber der Anteil des Imports an diesem Export ist sehr hoch und dafür muss es unbedingt Devisen, sei es aus dem inländischen Wirtschaftsraum, sei es auch aus dem Ausland. Und um diese Devisen zu bekommen, versucht es auf der einen Seite die Exporte zu erhöhen zu sehr niedrigen Preisen. Zum anderen versucht es die Einlagen, die im Land sind, die Menschen in Devisen eingelegt haben, aufgrund der sehr schlechten wirtschaftlichen Situation, der sehr hohen Inflation, versucht es eben durch Garantien durch das Schatzamt diese Einlagen in Devisen, dass sie umgewechselt werden in türkische Lira, verschiedenen Garantien etc. etc. So, das heißt also, Erdogan sieht, dass die Inflation für die Menschen insofern aushaltbar ist, wenn die Regierung, wie jetzt auch die Regierung hier in den europäischen Ländern, punktuell Hilfe anbietet den Menschen, damit die Inflationslast ein bisschen erleichtert wird. Aber es weiß, es kann das managen, aber es weiß wiederum, dass Arbeitslosigkeit nicht so wird managebar sein werden und dass Arbeitslosigkeit zu einem starken Wahlwanderung
führen wird. Das ist ungefähr auf dem Bereich der Wirtschaftspolitik. Politisch ist euch bekannt, ich habe auch eben auch erfahren, dass ihr in den vorherigen Sendungen darüber verweilt habt, dass die Repressalien ungemein gestiegen sind, dass auch diese Repressalien jetzt so zugeschnitten sind, dass sie die Opposition einengen, die Arme binden, teilweise mundtot machen, und diesbezüglich kommen verschiedene Gesetze raus, wie zuletzt eben die Gesetze über die sozialen Medien, wo kritische Bemerkungen als Desinformation betitelt werden können und auch geahndet werden, oder dass eben, wie es bei der HDP der Fall ist, dass sie ein Verbotsverfahren hat und die Wahrscheinlichkeit, dass es verboten wird, gar nicht mal so niedrig ist. Sogar bis dahin, obwohl die HDP durch das Verfassungsgericht gar kein Urteil erhalten hat, hat man ihre Finanzmittel blockiert, die sie als Partei bekommt. Das heißt also, ich kann jetzt, die Liste ist sehr lang, könnte ich jetzt, was Repressalien betrifft, sagen. Zum anderen, außenpolitisch ist es so, da ist es wieder so, da haben wir einen Zustand, dass die Außenpolitik der Türkei seit einigen Jahren sehr von den innenpolitischen Interessenlagen gestaltet wird, die das Regime eben als Prioritäten erklärt. Und wir haben ja erfahren, dass diese Militäroperationen in Nordirak und Nordsyrien weitergehen, auch wenn es noch nicht geschafft hat, das Regime. Es wollte ja Bodenoffensive machen und weitere Teile als jetzt schon besetzt erlangen, aber durch internationalen Druck, vor allen Dingen der USA, die da kein grünes Licht gegeben haben, ist es mal jetzt geblieben. Aber auch da sehen wir, ist das alles darauf zugeschnitten, dass im Land eine nationale Stimmung geschaffen wird, damit die Wählerschaft hier das Bild vor sich haben, dass das Regime, der Staatspräsident, sehr entschieden und sehr klar gegen den Terrorismus kämpft. Du hast jetzt einige Eckpunkte eigentlich genannt. Du hast recht, es ist ein sehr komplex und sehr facettenreiches Feld, worüber wir eigentlich sprechen, die nicht mit ein oder zwei Sätzen zu erklären sind, aber unter mehreren Überschriften zusammenzufassen sind. Ich möchte vielleicht auf den Punkt überleiten, wo du darüber gesprochen hast, dass es eben einen sehr forcierten Versuch, Bemühung angesichts des, also auch im Rahmen des Wahlkampfes gibt, das Erdogan-Regime zu beenden. Also auch das Bündnis der Nation, das sich als potenziell große Opposition jetzt einmal positioniert, aber auch die dritte Option eigentlich, Allianz, Wahlbündnis, Arbeit und Freiheit, dass hier eine sehr große Konzentration auf eine bessere Welt, bessere Türkei nach Erdogan sozusagen. Ich möchte vielleicht deine Meinung gerne wissen, was der Unterschied von Bündnis der Nation zum Erdogans Wahlbündnis zum Beispiel ist. Hier aber vielleicht mit dem Fokus auf, wie ist zum Beispiel die Sicht der EU auf diese beiden großen Wahlbündnisse, vielleicht auch auf die dritte Option. Also wie positioniert sich die EU angesichts dieser drei? Vorweg sollte man vielleicht erwähnen, dass wir diese Bündnisse, die du erwähnt hast, außer des linken Bündnisses Arbeit und Freiheit, wir es mit Bündnissen zu tun haben, die wir jetzt in den normalen klassischen Teilungen wie eben linke Bündnis oder rechte Bündnis oder linke Lager, rechte Lager nicht betiteln können. Es handelt sich um Bündnisse, die bei wo die AKP, also Erdogan, die treibende Kraft ist. Das ist ein offenes Bündnis des politischen Islams mit sehr stark nationalistischen Kräften, aber auch mit den nationalistischen Kräften in der Armee und in der Staatsbürokratie. Das ist das eine Bündnis. Das andere Bündnis ist ein buntes Gemisch. Da haben wir, wie die CHP, die größte Oppositionspartei, die sich sozialdemokratisch sieht,
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir Parteien, die von der AKP abgesplittert sind. Auf der anderen Seite haben wir eine Partei, die einen ehrlichen, sage ich mal, politischen Islam glaubt, verteidigen zu müssen oder zu können. Oder wir haben eben eine nationalistische Partei wie die E-Party von der Frau Meral Akşener. Das heißt also, wir sehen ein buntes Gemisch. Und diese beiden Lagern unterscheiden sich insofern, dass sie, obwohl sie, was die wirtschaftspolitischen Aspekte betrifft, eben, sagen wir mal, eine Wirtschaftspolitik, die das Kapital bevorteilt, die Rahmenbedingungen für das Kapital verbessert, gar nicht so sehr sich unterscheiden, eher in der Frage, wo der Staat sich zu positionieren hat, wenn es Wirtschaftspolitik betreibt. Beim Herrn Erdogan ist es so, dass die staatliche Macht, alle staatlichen Mittel, die ein Staat hat, sei es wirtschaftlich, sei es institutionell, für eine bestimmte Gruppe, man sagt auch die Gruppe der Fünfer, damit meint man Kapitalfraktionen, die sehr eng mit Herrn Erdogan verflochten sind, die quasi durch die politische Macht Möglichkeiten bekommen haben, ihr Kapital zu erhöhen, wo sie früher gar nicht so große Kapitalgruppen darstellten. Das ist das eine. Das andere bürgerliche Lager, eben das Bündnis der Nation, die geht eher dahin, dass sie vertritt eher das Istanbuler Kapital, die sagt, der Staat muss natürlich im Interesse des Kapitals dienen, da besteht keine Frage, aber es darf nicht explizit diese oder jene Gruppe vertreten, es muss als Ganzes vertreten. Das heißt, sie legt Wert darauf, dass institutionelle Unabhängigkeiten wie die Zentralbank zum Beispiel gewahrt wird, dass verschiedene andere, zum Beispiel bei den Verschreibungen, die der Staat, Ausschreibungen, die der Staat gibt, dass es da offener zugeht, etc. etc. Das heißt also, wir haben eine Kapitalgruppe, eine Zweiteilung von Kapitalfraktionen, die sich auch gegeneinander bekämpfen, wo eben das klassische Istanbuler Kapital mehr Rechtsstaatlichkeit fordert, mehr institutionelle Seriosität, Rechtsstaatlichkeit. Transparenz, ja. Ja, Transparenz auf jeden Fall, weil dieses Kapitalteil sehr viel stärker mit dem internationalen Kapital verwoben ist und es weiß, dass solange wir einen Zustand haben im Land, wo ein Mann-Regime alles entscheiden kann, wo eben keine normalen, üblichen rechtsstaatlichen Prioritäten bzw. Prinzipien nicht beachtet werden, dass das dann alles risikoreich ist. Und zum einen müssen wir noch dazu sagen, was jetzt an Wahlen zusteht, ist ja so, einmal wird ja der Präsident neu gewählt, dann das Parlament. Aber die Opposition, die bürgerliche Opposition sagt, dass sie ja zurück zum Präsidialregime, weg vom Präsidialregime zurück zum parlamentarischen System gehen wollen. Und das impliziert eine vorübergehende, vielleicht ein Jahr oder 1,5 Jahren dauerndes Zeitrahmen. Das heißt also, wir werden, nach diesen Wahlen ist noch nicht alles entschieden. Dann werden wir eine Übergangsphase haben von 1 Jahr, wenn Erdogan nicht wiedergewählt wird, werden wir eine Übergangsphase von 1 bis 1,5 Jahren haben. Erst dann wird sich eigentlich die neue Regierung kristallisieren. Ja? Und da komme ich eben damit auf die EU. Bei der EU ist es so, die EU hat zurzeit gar keine Probleme mit dem Erdogan-Regime zusammenzuarbeiten. Sie tut es ja auch auf bestimmten Bereichen, die für sie von großer Bedeutung sind. Zum Beispiel das Flüchtlingsabkommen ist so einer. Andererseits ist es so, natürlich kann man nicht behaupten, dass die EU jetzt, wenn sie welche Lage sie da eher favorisiert, natürlich nicht die von Erdogan ist, sondern eben die der Opposition.
Das ist klar, aber es will nicht den Eindruck erwecken, dass es da jetzt sehr laut von sich gibt hier auf der Partei, weil es weiß, dass das ein Schuss nach hinten gehen kann. Und da wird man sehen, natürlich, wenn die neue Opposition an die Macht kommt und dann die Wahlen dementsprechend auch danach wieder stattfindenden Wahlen im parlamentarischen System stattfinden werden, eine entsprechende Regierung kommt, die eben von dieser Opposition getragen wird, dann wird die EU das natürlich bevorziehen und auch gerne mit denen zusammenarbeiten. Und im Worst Case wird die EU natürlich auch ohne große Probleme auch mit dem Erdogan-Regime. Natürlich. Und wie siehst du dann, wir haben ja die ganzen innenpolitischen Engpässe, du hast ja ein bisschen darüber gesprochen jetzt, also Inflation und dann HDP-Verbot und dann die ganze Geschichte mit der inneren Säuberungsaktionen des Koalitionspartners MHP. Und jetzt wird in den letzten Wochen wurden sehr viel, also der Erdogan ist im vollen Wahlkampf, während das Bündnis der Nation noch immer keine Kandidatur erklären konnte, befindet sich Erdogan im vollen Wahlkampf und der verteilt auch schon wahnsinnig viele Wahlzuckerl, Steuererleichterungen, Auslassung von Strafzahlungen, Schulden, Kreditzurückzahlungen etc. etc. Auch für die Pensionisten, die halt ihre Versicherungsjahre haben. Also es können irgendwie so circa 5 Millionen Menschen jetzt mit 45 Jahren schon in Pension gehen, Frühpension sozusagen. Das sind alles Wahlzuckerl, die AKP jetzt ausgibt. Das sind die Krisen, die es in der Innenpolitik gibt, werden ja auch, wie bei den anderen Wahlen, auch mit außenpolitischen Auftritten kompensiert. Wie siehst du das allgemein jetzt auch im Zusammenhang mit Schweden und NATO-Beitritt und Koranverbrennung? Wie würdest du das lesen sozusagen, wie es dann demnächst noch weitergehen wird in diesem Sinne? Ja, ich sage mal jetzt in kurzen Überschriften von hinten anfangend, eben jetzt mit Schweden und Finnland, NATO-Mitgliedschaft. Also da muss man ganz klar sagen, ohne es in die Länge zu ziehen, da geht es nicht wirklich um Schweden und Finnland. Ne? Also das Hauptproblem ist nicht die Politik dieser beiden Länder gegenüber der PKK oder deren Terrorbekämpfungsverständnisses, sondern das Regime, Erdogan-Regime, betrachtet diese Frage. Es ist NATO-Mitglied, jetzt denkt es sich, es hat einen Trumpf in der Hand, weil ohne deren Zustimmung, ohne die Zustimmung der Türkei, diese beiden Länder nicht Mitglied werden können, weiß das, und versucht das als ein, wie soll man sagen, als ein Mittel, um hier zu handeln. Und zwar mit wem? Mit den USA. Zurzeit bestehen immer noch bestimmte Sanktionen der türkischen Militärindustrie, auch des türkischen Militärs, die eben verhängt worden sind durch das Biden. Auch vorher schon ist es dazu gekommen, dass die Biden-Administration hat das weiter verstärkt. Zum Beispiel wurde die Türkei von dem ganzen Konsortium mit F-35 Kampfflugzeugen ausgeschlossen, etc. etc. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Das heißt also, die Türkei will, zum Beispiel der Staatspräsident Erdogan hat immer noch nicht die Beziehungen, die es damals mit dem Trump hatte, mit dem neuen Staatspräsidenten, mit dem Präsidenten Biden nicht knüpfen können. Und deswegen sieht man die Sache so, diese Zustimmung zu der Mitgliedschaft der beiden Länder als eine Verhandlungsmasse, mit der man wieder die Beziehungen mit den USA vor allen Dingen neu gestalten will. Das heißt also, da man gesehen hat, dass das Erdogan-Regime diese Sache weiter beibehalten will, hat man sich quasi entschieden, so interpretiere ich das, die Sache jetzt bis nach den Wahlen zu lassen. Ja? Weil es ist zwar noch nicht in der offiziellen
Bundespresse noch nicht erschienen, der offizielle Wahltermin, aber Erdogan hat das deklariert. Die werden höchstwahrscheinlich am 14. Mai stattfinden. Und die endgültige Resolution über die Mitgliedschaft wird ja, soweit ich mich erinnere, im Juni innerhalb der NATO-Gremien entschieden werden. So, das zum einen. Das heißt also, warum es kommt dem Regime auch innenpolitisch gut, wenn es den USA hier den starken Mann spielt. Das bringt auch wiederum in der Türkei, in der Wählerschaft Punkte. Man muss sich vergegenwärtigen, dass viele Umfragen das wiedergeben, dass in der Türkei die USA als eine Macht angesehen wird, die die Interessen der Türkei gefährden. Ja? Also es gibt wenig Vertrauen, was die USA betrifft. Ne? Das nicht in Bezug der Politik der USA gegenüber der Türkei, aber vor allem, was es in den Nahen Osten ja bis jetzt also alles gemacht hat. So, und deswegen bedeutet diese Handeln, dieses gegenseitiges Positionieren und sagen, nee, wir erlauben das nicht, etc. etc. Es hat insofern auch neben dem außenpolitischen Aspekt der Beziehungen USA-Türkei auch diesen innenpolitischen Aspekt. So, die anderen, was waren die anderen Fragen? Die habe ich jetzt vergessen, den ersten Teil. Also wie diese außenpolitischen Auftritte, das hast du eigentlich eh schon beantwortet, dass das eben für diese innenpolitischen Engpässe kompensiert, also nach wie vor sozusagen eine Wirkung hat. Neben diesen ganzen Wahlzuckern, die ich vorhin aufgezählt habe, auch diese außenpolitische Showbühne, die sich eben ein Erdogan zum Beispiel nimmt, und sich als starken Mann, der die Türkei eben zum Beispiel gegen den globalen Westen stark präsentiert und vertritt, macht einen starken Eindruck auch für die Wählerinnenschaft innerhalb des Landes, die sich als auf Augenhöhe mit den internationalen Akteuren sehen möchte. Also so ungefähr habe ich jetzt auch deine Schilderungen verstanden. Vielleicht kann man das jetzt auf die nächste Frage überleiten. Würdest du die Meinung unterstützen, dass die Türkei mittlerweile vor allem auch mit dem politischen Agieren eines Erdogans zu einer Regionalmacht geworden ist? Weil, wie du weißt, also ganz zu Beginn, wie die AKP sozusagen die Macht übernommen hat im Land, hat man zum Beispiel gibt es Theorien, Great Middle East Project zum Beispiel, Büyük Ortadoğu Projesi, und dass diese Manöver in Libyen, Syrien, in Irak und in manchen afrikanischen Staaten zum Beispiel, und dass Erdogan zum Beispiel auf der internationalen Arena eigentlich jene türkische Staatsmann ist, der vielleicht die meisten Auslandsbesuche gemacht hat, am meisten auch in der Auslandsmedienlandschaft präsent und Thema ist zum Beispiel. Und das macht alles Eindruck für die Wählerinnen oder für die Menschen im Land. Aber würdest du insgesamt auch zum Beispiel den Eindruck oder die Idee unterstützen, dass die Türkei eine Regionalmacht geworden ist mittlerweile? Vielleicht auch in Verbindung mit der Rolle mit Ukraine-Krieg und die vermittelnde Rolle und die Position für China, Russland und USA? Ja, bevor ich auf diese Frage, die doch eine wichtige Frage ist, was die internationalen Beziehungen oder die ganzen Diskussionen heutzutage über die Weltordnung betreffen, doch die Türkei, um dessen Verständnis ein gutes Beispiel darstellt, ist es wichtig. Dazu werde ich kommen. Aber vorher noch habe ich mich erinnert, du hast ja gefragt gehabt, diese Wahlgeschenke, ja, ob das dann eben was bewirken wird, dass Erdogan eben dadurch wieder die Wahlen gewinnen wird. Dazu wollte ich nur kurz sagen, das ist wichtig, glaube ich, dass die Menschen hier im Ausland darüber in Kenntnis gesetzt werden. Ich habe das Gefühl, meine Bewertung ist die, dass diese Methoden, die der Staatspräsident Erdogan hier anwendet, ja, populistische Methoden oder auch auf wirtschaftlichem Terrain bestimmte Zugeständnisse oder eben Konzessionen, populistische Konzessionen nennt die Opposition das, gibt. Ich glaube nicht, dass sie, übrigens, sie sind nicht neu.
Das ist, das ist Mhm. immer ein Instrumentarium gewesen, die Erdogan immer wieder benutzt hat. Ich glaube nicht, dass sie die gleichen Wirkungen haben werden, die sie bisher gehabt haben. Man muss sehen, dass Erdogan-Figur wird sehr so mythisch aufgefasst, ne? Der starke Leader und so weiter. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Erdogan hatte eine, man sagt das ja in diesem wie soll man sagen, auf den Finanzmärkten erzählt man ja das immer wieder. Ne? Du musst eine Story haben, ne? Eine Geschichte haben. Mhm. Ja? Erdogan hatte eine Geschichte gehabt. Ja? Und diese Geschichte wurde von den Menschen für echt genommen und auch unterstützungswert fanden sie das. Aber diese Erdogan hat keine Geschichte mehr. Schauen Sie sich wenn man sich seine Reden anschaut, die er jetzt auch in den letzten Tagen macht, ne, er hat nichts Neues zu erzählen eigentlich. Ne? Und er wiederholt sich dessen, was er bisher immer gemacht hat. Ne? Und, aber ich will mal so sagen, die Wahrnehmung der Menschen ist so, dass deren konkrete, reale Alltag, die ist sowas von, wie soll man sagen, schwer zu Hand zu haben, dass sie diese Sachen, zum Beispiel ein Beispiel, nehmen wir die jüngste Mindestlohnerhöhung. Ne? Man hat den Mindestlohn auf 8.500 türkische Lira Mhm. erhöht. Ne? Prozentual war es eine sehr doch nicht zu unterschätzende Erhöhung. Aber viele Menschen, Arbeiter wissen das. Diese Erhöhung wird aufgrund der Inflation in einem Monat vielleicht veraltet werden. Ne? Also es wird nicht mehr wieder so. Deswegen würde ich sagen, diese Sachen, die er macht, innenpolitisch, außenpolitisch, ob sie den gleichen Effekt haben werden, bezweifle ich. Aber außenpolitisch würde ich doch eine Differenzierung machen, und zwar dahingehend, dass das Regime bis vor kurzem die wirtschaftliche Situation im Land eigentlich negiert hat, aber seit einigen Monaten akzeptiert es, sagt ja, Erdogan sagt das auch in seinen Reden, wir haben eine wirtschaftlich schwere Situation, aber ich weiß, dass ihr unter der Inflation leidet, aber das hat auch seine internationalen Gründe gehabt. Ne? Es ist nicht nur, es ist eigentlich, wir sind für diese Inflation nicht verantwortlich, sagt er. Aber wir versuchen ja mit verschiedenen Mitteln euer Leid ein bisschen ertragbar zu machen. Aber eins ist doch klar, sagt er, und das sagt auch die AKP-Propaganda, schaut euch die Welt an, wir haben multiple Krisen und wer kann die Türkei aus dieser Misere. Miserie, aus dieser Multiplizität von verschiedenen Herausforderungen herauslotsen? Nur Erdogan. Ne? Also der starke Mann, und so, insofern ist es schon wichtig, dass er sich mit großen Staatsmännern trifft, dass er diese Bilder hat, dass er immer wieder Initiativen versucht zu ergreifen, was zum Beispiel den Ukraine-Krieg betrifft. Ne? Übrigens, der Krieg in der Ukraine war für das Erdogan-Regime hat eine große Notlage erschaffen. Jetzt versucht man aus der Not eine Tugend zu machen, ja, indem man sich immer wieder als vermittelnde Kraft versucht, da zu positionieren. Und das wird jetzt auch von den beiden Regimen, auch von der EU immer wieder kritisiert, dass die Türkei sich da nicht den Sanktionen ganz entsprechend verhält. Aber und da gibt auch, würde ich sagen, dem Erdogan-Regime recht geben, so ganz sanktionieren sie selber auch nicht. Sie machen auch weiterhin Geschäfte, was Import und Export aus Russland oder nach Russland betrifft. Das heißt, es hat es geschafft, diese Miserie in einen Vorteil zu wenden, was den Ukraine-Krieg betrifft, und versucht jetzt das Maximale daraus zu holen. Also diese Bilder insofern machen doch angesichts der Tatsache, dass die Oppositionspolitiker im Land überhaupt nicht bekannt sind, Mhm. hat es eine Wirkung, dass jetzt, okay, es kann nur Erdogan wieder uns aus dieser Misere retten. Zu deiner Frage, was Regionalmacht betrifft. Mhm. Also da müssen wir Folgendes, glaube ich, unterstreichen. Wir haben jetzt ja zurzeit eine, wie manche ja nennen, eine Weltunordnung. Ja?
Das heißt, die Weltordnung, die wir bisher gekannt haben, ist ja in einer großen Veränderungsprozess befindet es sich. Und diese Phase, die wir vorher hatten, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 89, 91, hat ja diese große Phase der Globalisierung eingeleitet. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten einen Zustand gehabt, dass in verschiedenen Ländern, in sogenannten Schwellenländern, immense Kapital hineingeflossen ist. Und dieses Kapital hat mitgewirkt, dass in diesen Ländern ein bestimmtes Ausmaß an Kapitalakkumulation dort erschaffen worden ist. Und jetzt muss man sich so vorstellen, Länder wie die Türkei hat zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, was kapitalistische industrielle Entwicklung betrifft, ungemein sich entwickelt, was die Basis betrifft. Sie ist zurzeit ein wichtiges Industrieland in der Region. So, diese Kapitalakkumulation, die Besitzer dieser Kapitalakkumulation im Land, die denken jetzt dahingehend, dass sie nicht mehr in die alte Rolle verfallen werden, wo die Türkei nur die Südostflanke der NATO darstellt und eben integriert zwar im westlichen Bündnis, aber hier alles vom Big Brother geschrieben bekommt, ne, im Kampf gegen den Kommunismus dieses und jenes machen zu müssen. Sie erkennen die neuen Prozesse, die weltweit jetzt vonstatten gehen und glauben, dass sie hier Räumlichkeiten haben, wo sie selber auch nicht unbedingt sich auf die eine Seite, auf die andere Seite zuschlagen zu müssen, auf eigene Rechnung bestimmte Sachen machen können. Und deswegen würde ich sagen, die Türkei selber ist nicht mit dem Erdogan-Regime zu einer Regionalmacht gekommen. Sie war eigentlich schon vorher eine regional gesehen, doch wirtschaftlich gesehen und militärisch gesehen ein wichtiges Land. Ein Land, die Länder in ihrem Umfeld doch beachten müssten, sich nicht leisten könnten, es unberücksichtigt zu lassen. Aber was mit dem Erdogan-Regime passiert ist, ist eben die Tatsache, in der Phase, wo er an der Macht war oder an die Macht kam und dann auch 20 Jahre an der Macht war, eben weltweit diese Prozesse sich quasi vollzogen haben, wo neue imperiale Mächte wie zum Beispiel China hervorgetreten sind, wo eben ein Russland, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion am Boden lag, wieder Zeit gewonnen hatte, Zeit fand, sich wieder neu auf die Beine zu stellen und jetzt Forderungen aufstellt und wie wir es im Ukraine-Krieg auch sehen, auch seine Anforderungen, Russland hat es ja auf diplomatischen Wege ja jahrelang versucht, wenn sie da kein Gehör findet, dann wird es eben mit militärischer Macht dies durchsetzen wollen. Und diese neuen Situationen erlauben viele Schwellenländer, eine Politik zu betreiben, die eben die Widersprüche zwischen den großen Mächten verwertbar macht und zu eben Möglichkeiten ihnen gibt, in ihrer eigenen Region viel stärker auftreten zu können und sogar eigene Einflusszonen schaffen zu können. Mhm. Darf ich noch kurz eine Ergänzung machen? Das sehen wir nicht nur bei Erdogan in der Türkei. Schauen wir uns Brasilien an. Ne? Die neuesten Sachen zeigen uns doch, dass dort auch, oder die ganzen wichtigen lateinamerikanischen Länder, ne? Wie wir bei der letzten Konferenz der CELAC gesehen haben. Ja. Mhm. Also über die Entwicklungen in den lateinamerikanischen Staaten finden wir in den gleichgeschalteten Medien sehr wenig. Also auch im globalen Westen wird sehr wenig darüber berichtet. Bis 2019 hat die Welt ganz anders ausgesehen. Also bevor diese ganze Situation mit Corona und der Pandemie eingebrochen ist, war die politische Landschaft weltweit sehr, sehr bewegt. Und mit Covid und der Pandemie hat sich das alles total verändert. Und jetzt sind wir auf den Ukraine-Krieg total fokussiert, der eben einen viel größeren Einfluss auf die politische Agenda in der EU halt hat, weil es halt doch in unmittelbarer Nähe ist. Und dann für uns eben auch die Türkei-politischen Entwicklungen.
Wir haben die Situation, dass heuer sehr viele jüngere Menschen, die zwar in der Erdogan-Zeit sozusagen geboren, auf die Welt gekommen sind, das heißt, die kennen, also von 20 Jahren reden wir circa, das heißt, diese Menschen kennen eigentlich keine andere Politik außer Erdogan. Und wir wissen auch, dass gerade bei den jüngeren Generationen die Unzufriedenheit sehr groß ist. Wir wissen auch, dass es Statistiken gibt, die belegen, dass vor allem sehr viele jüngere Menschen bei der ersten Gelegenheit das Land verlassen möchten. Wir wissen auch, dass bei den jüngeren Menschen, die heuer zum ersten Mal wählen werden, mindestens 20% sich nicht wirklich festgelegt haben. Also wir haben hier ein großes Potenzial an Wählerinnen, die sowohl das Erdogan-Bündnis als auch die beiden anderen Bündnisse zum Beispiel ansprechen müssen, sozusagen Politik in diese Richtung. Und die haben auch manche Angebote. Also die wollen zum Beispiel Vergünstigungen im Studium anbieten oder ich weiß nicht, irgendwelche technologischen Sachen wollen sie den Jugendlichen schenken, um ihre Stimmen abzuwerben. Wir haben ja ganz am Anfang über die Unterschiede zwischen eben dem Erdogan-Bündnis und dem Bündnis der Nation gesprochen. Und das, nicht nur, dass der Fokus eben auf eine Türkei nach dem Erdogan gelegt wird, von Seiten der oppositionellen Kräfte, sondern auch sie reden ständig von einer Veränderung. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen diesen großen beiden Waldbündnissen ist. Wie siehst du dieses Versprechen glaubwürdig oder realitätsnah vom Bündnis der Nation für Veränderung, wenn sie zum Beispiel mit dem 14. Mai, also die Wahlen wurden ja mit Erdogan-Entscheidung auf den 14. Mai sozusagen vorgezogen und im Land wird vor allem von den kritischen Stimmen, die es noch gibt, darüber geredet, dass das eigentlich nicht verfassungskonform ist, dass man diese Wahlen so vorzieht und dass es überhaupt nicht verfassungskonform ist, dass Erdogan schon wieder, nämlich zum 3. Mal, kandidiert. Also sehr viele Diskrepanzen gibt es. Wir sehen aber, dass das Bündnis der Nation, also der Sechsertisch, eigentlich ohne viel Widerstand auch hier gesagt hat, ja, passt schon, wir machen den 14. Mai. Und dann fragt man sich aber schon, wie glaubwürdig ist es, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel jetzt an die Macht kommen, tatsächlich eine Veränderung in Richtung eine Verbesserung zum Beispiel bringen würden. Wie siehst du das? Vielleicht auch ein anderes Beispiel. Die haben ja letzte Woche sich der Sechsertisch bei dieser MHP-Abschlitterpartei E-Party, du hast ihren Namen vorhin genannt, von der Obfrau, Meral Akşener, getroffen. Und dann haben sie so eine Stellungnahme von 2 Seiten zum Beispiel publiziert, wo mindestens die Hälfte dieser Stellungnahme damit sich befasst, einem islamischen Religionsfesttag zu beglückwünschen, also Regaib Kandili, Islamische Welt, Glückwunsch, herzliche Gratulation und dann ein langer Paragraph über die Koranverbrennung in Schweden. Also die sind im totalen, wie soll ich sagen, dieses nationalistisch-islamistische, was eigentlich Erdogans Bündnis sowieso vertritt, die schauen so aus, als würden sie irgendwie so sagen wollen, wir sind mindestens genauso islamistisch-nationalistisch und die gesamte Atmosphäre im Land ist in diesem Spektrum sozusagen drinnen, also islamistisch-nationalistisch. Also inwiefern können wir von einer tatsächlich veränderten oder alternativen Sache sprechen, sagen wir mal, wenn der Sechsertisch, also diese bürgerliche Opposition, an die Macht kommen sollte? Ja, also das ist, was du hier im Großen hier geschildert hast, das bedingt wirklich ein Thema für sich, darüber zu diskutieren, das jetzt in kurzen paar Minuten darzulegen, wird schwierig sein. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich eben, was du in Bezug auf die jungen Menschen gesagt hast, möchte ich auf einen interessanten Widerspruch aufmerksam machen. Wir wissen ja, dass die Menschen, die in Deutschland, in Frankreich, im Ausland leben, dort Migranten mittlerweile sind, ja, dass die in diesen Ländern eher
linke oder sozialdemokratische, eventuell grüne Parteien wählen, aber just in der Türkei eben nationalistische, islamistische oder eben die AKP wählen. Ne? Dass sie hier zum Beispiel AKP ist die größte Kraft bei den Auslandstürken, sogenannten Auslandstürken. Ja? Aber interessant ist, dass die Jugend, dass die AKP die Jugend in der Türkei hat nicht gewinnen können. Also sie ist innerhalb der jungen Menschen in der Türkei fast gar nicht vertreten. Also sehr, sehr schwach ist sie dort vertreten. Und weil die jungen Menschen keine Zukunft sehen in der Türkei, wo sie die Hoffnung hegen könnten, dass hier grundlegende Veränderungen stattfinden, bevorzugen sie, wenn sie es können, ins Ausland zu gehen. Deswegen blutet das Land intellektuell aus. Aber umgekehrt, bei den jungen Menschen im Ausland, also sogenannten Auslandstürken, die hier in diesen Ländern geboren sind, ja, hier aufgewachsen sind, ne, dort ist die AKP natürlich viel stärker präsent und auch hat Anhängerschaft. Ja. Das ist eine interessante Situation eben. Das heißt also, das hat natürlich seine Gründe, die Gründe liegen eben in den jeweiligen Ländern, würde ich sagen. Sei es die Tatsache, dass die jungen Menschen in der Türkei keine Hoffnung sehen und ins Aus eine bestimmte Zahl. Und vor allem die jungen Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben, ne? Schulabschluss und so weiter, und die es sich das irgendwie ermöglichen können oder deren Berufe hier im Ausland gefragt sind. Ne? Nicht der normale Arbeiter, der hat keine Chance. Ne? Also das hat seine Ursachen in der Türkei selber, wie wiederum auch die Tatsache, dass hier die jungen Menschen hier im Ausland, Migranten, also Kinder oder junge Menschen mit Migrationshintergrund Erdogan wählen, hat seine Ursachen in den jeweiligen europäischen Ländern. Ein Stichwort sage ich schon mal hier, eben die bekannte Integrationspolitik, die eher nicht auf die Tatsache zugeschnitten ist, dass es hier sich um Menschen handelt, mit Würde und gleichen Rechten, sondern eben Arbeitskräfte, ne, die irgendwie für eine bestimmte Zeit hier ausgebeutet werden sollen. So, das Beispiel, was du eben gebracht hast in Bezug auf die jungen Menschen in der Türkei und eben der Verweis, dass die Ursachen in der Türkei sind, bringt mich eben auf die Frage, die du eben gestellt hast. Es waren eigentlich mehrere Fragen, und zwar zum Beispiel Veränderung. Inwiefern kann man sagen, dass die bürgerliche Opposition, die es gegen Erdogan antritt, eine wirkliche Veränderung im Land bewirken kann? Ich will mal so sagen, die Türkei, der Kapitalismus in der Türkei hat ein grundlegendes Problem, um es zu sagen. Also wenn man die Beziehung zwischen Kapitalismus und eben einer konkreten bürgerlichen Gesellschaft sieht, auf dessen Boden ja sich diese kapitalistische Entwicklung vollzieht, muss man sagen, dass es ein Grundproblem ist. Und zwar dieses Grundproblem rührt daher, es hat auch viel in die Vergangenheit gehende, bis zum Osmanischen Reich gehende Historie, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Aber das Hauptproblem ist einfach dass in diesem Land, der in einer wichtigen Region, dessen Geografie eine große strategische Bedeutung hat, dass in diesem Land eine doch nennenswerte kapitalistische Entwicklung vonstatten geht, ohne aber, dass der Überbau, vor allem der staatliche, aber nicht nur der staatliche, auch der gesellschaftliche, der kulturelle und so weiter, Überbau nicht dieser forcierten kapitalistischen Entwicklung entsprechend sich gestaltet hat. Also diese Inkongruenz, also diese Nichtübereinstimmung zwischen Unterbau und Überbau, die ist in der Türkei explizit besonders scharf und stellt sich als ein scharfer Widerspruch dar. Das führt dazu, dass die Kapitalistenklasse in der Türkei mit einem Problem behaftet sind, dass sie auf der einen Seite alle Toren öffnen, dass das Kapitalverhältnis in diese Gesellschaft hineingeht. Ich will das an einem Beispiel, wie zum Beispiel Handy. Nehmen wir mal Handy. Ein Handy ist ein Instrument für ein Individuum. Also kulturell
stellt ein Handy ein Individuum dar. Ja? Es ist auf ein Individuum zugeschnitten. Es hat seinen Account, es hat seine Nummer, es hat seine sozialen Beziehungen. Ne? Es ist nicht das Haustelefon. Ja? So, während diese kapitalistischen Verhältnisse ein Individuum verlangen und dieses Individuum auch einen Staat verlangt, der eben die individuellen Rechte und Grundfreiheiten eines jeden akzeptieren muss und auch gewährleisten muss, haben wir nicht so einen Überbau. Wir haben einen Überbau, der sehr auf Sicherheitspolitik fixiert ist, wo das Beamtentum, die Staatsbürokratie relativ dessen auch des Militärs relativ noch Unabhängigkeiten besitzt, ne, wo es quasi das Grundverständnis gibt, dass das Volk für den Staat da ist und nicht umgekehrt, etc. etc. Und das führt dazu, dass diese Opposition, sagen wir so, die Opposition redet zwar von der bürgerlichen Demokratie, wie eben Rechtsstaatlichkeit, wie eben Transparenz, wie Berechenbarkeit, wie eben individuelle Rechte, aber wenn es zu der Umsetzung kommt, ist es eingeschränkt, es ist immer relativiert, weil es verurteilt ist dazu, das Kräfteverhältnis zwischen dem Kapital und der Arbeit in der Türkei nicht grundlegend zu verändern. Und das wirkt sich insbesondere bei den rechten, gewerkschaftlichen Rechten aus. Ne? Eben zum Beispiel die bürgerliche Opposition, vor allem die CHP, der andere Teil redet nicht sehr viel davon, aber die CHP als eine sich sozialdemokratisch verstehende Partei redet davon zum Beispiel, dass dass die gewerkschaftliche Organisation ein Grundrecht ist und der eben verwirklicht werden muss. Ist es so, wenn es zu der Umsetzung kommt, sehen wir das zum Beispiel bei den Kommunen, die in der Hand der JHP sind, dann wird das nicht so sehr ernst genommen. Ne? Das ist das Grundproblem, womit wir es zu tun haben. Das heißt, immer mehr Tag für Tag zeigt es sich, dass die Kapitalinteressen in der Türkei eine wirklich seriöse Erschaffung von einer bürgerlichen Demokratie eigentlich verhindern. Und das ist nur eine wirkliche, den Namen verdienende bürgerliche Demokratie werden wir in der Türkei nur haben, wenn wir eine soziale Bewegung haben, eine sozialdemokratische soziale Bewegung im engsten Sinne des Wortes, wie es damals zu Zeiten des Marktes ja davon gesprochen wurde. Ne? Die SPD war wirklich eine sozialdemokratische Bewegung. Ja? Solange wir keine sozialdemokratische Bewegung, nicht in der Form der politischen Strömung Sozialdemokratie, das meine ich nicht. Das heißt, dass wir eine Arbeiterbewegung haben, dass wir eine sehr starke Frauenbewegung haben, eine Umweltbewegung haben, eine Jugendbewegung haben, etc., etc., die für grundlegende demokratische Freiheiten steht, sich organisiert und bei jeder Einschränkung sich zur Wehr setzt und zurückschlägt und deswegen auch der Garant für die Verwirklichung der pro forma erklärten, durch die bürgerliche Opposition erklärten Grundrechte steht. Ohne das wird es nicht zu grundlegenden Veränderungen kommen. Es wird nur zu formalen Veränderungen kommen. Die sind natürlich nicht bedeutungslos, das muss man auch erwähnen. Ne? Also angesichts der Tatsache, dass wir ein Präsidialsystem haben, das Ein-Mann-Regime, der alles bestimmt, ne, das alles auf seinen Lippen guckt. Es wird das Beispiel gegeben, das war vor letzten Sommer, nein, im Sommer letzten Jahres, ja, war es der Fall. Ne, da kam es zu großen Waldbränden im türkischen Süden. Ja. Da sagt der Minister, der dafür verantwortlich ist, ne, wir haben den Beschluss gefasst, die Waldbrände zu löschen aufgrund des Anordnung unseres Staatspräsidenten. Ne? Also um ein Beispiel zu geben. Ja? Um ein Beispiel zu nennen, ja. Ja, deswegen würde ich sagen, es wird zu formalen Veränderungen kommen. Es wird dazu kommen, dass einige Sachen doch, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, relativ wieder da sein. Oder hier Laizismus, von der du sprachst eben. Der Laizismus war in der Türkei nie real. Der Laizismus in der Türkei war seit der Republikgründung ein formales. Ne? Es war eine Zwitterform vom laizistischen Staat. Der türkische Staat war nie
ganz neutral gegenüber den Religionen. Das war sie nie. Ne? Und, aber pro forma herrscht ein laistisches Schulwesen, ein laistisches Staatsverständnis und so weiter, der sogar auch Auswüchse hatte. Ja? Diese wurden während der Zeit der AKP hier und da wirklich sehr teilweise liquidiert oder geschwächt. Ne? Das wird man wieder animieren, das wird man wieder zum Leben wecken. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die bürgerliche Opposition dahin gehen wird und diesen DIDIB, diese Staatsinstitution für religiöse Angelegenheiten, dass es das abschaffen wird. Wird es nicht. Ne? Und deswegen muss man das so sehen. Also man muss die Wahl, der Sieg der Opposition, der bürgerlichen Opposition ist nicht bedeutungslos. Es ist wichtig, dass es diesen Sieg erringt, weil die Konzessionen, die es machen muss aufgrund der Kapitalinteressen, die sie vertritt, ne, die werden auch den arbeitenden Menschen Möglichkeiten geben, um bestimmte Sachen freier und stärker zu machen. Aber sie werden nur pro forma sein. Das darf man da keine Illusion hegen. Ghazabi, vielen herzlichen Dank auch für diese sehr, sehr wichtige Klarstellung. Ja, also Punkte bezüglich Laizismus und so, das braucht alles natürlich sehr viel tiefer gehende Diskussionsplattformen. Diesen Rahmen möchten wir heute in diesem Programm nicht übersprengen, aber es für die nächsten Folgen von Türkei aktuell weiter mitnehmen, aufnehmen. An die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vielleicht nochmal zur Erinnerung, bitte vergisst nicht, unser Kanal zu abonnieren. Wir sind jede Woche am Sonntag hier mit unterschiedlichen Beitragenden und Gästen und Diskutantinnen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Ghazabi. Dankeschön für diese ganz wichtigen Klarstellungen und Thesen deinerseits. Wir freuen uns auf eine nächste Türkei-Aktuell-Folge. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal, eine schöne Zeit. Bis dahin. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.